Hallo zusammen, ich bin der Bünzli, das ist Bünzli Breaking, die Show, wo man darüber redet, was mich die Woche eigentlich so gebrochen hat. Und diese Woche sind da Wölfe, die halt geschossen werden oder eben nicht. Was unser SVP, ehemals Bundesrat Ueli Maurer so treibt in seiner Freizeit. F35, was ist jetzt da eigentlich oder was ist da nicht? Roll the intro. Zack, da bin ich wieder, hast mich vermisst. Das umstrittene Wolfsthema in der Schweiz. Kontext, Konflikte und aktuelle Entwicklungen. Die Rückkehr der Wölfe nach fast 100-jähriger Abwesenheit polarisiert die Schweiz. Für die einen ist die streng geschützte Art ein Symbol einer intakten Natur, für andere ein ständiger Störenfried auf Alpen und Weiden. Und ich würde behaupten, wahrscheinlich ist es ein bisschen für beide. Dynamisches Wachstum der Population. Laut dem Raubtierforschungszentrum CORA wurden im Monitoring-Jahr 2024 und 2025 39 Wolfsrudel in der Schweiz bestätigt. 2 mehr als im Vorjahr. Davon leben 26 Rudel vollständig in der Schweiz, während 13 grenzübergreifend in Nachbarstaaten unterwegs sind. Das Monitoring verzeichnete 139 Welpen und insgesamt 320 Wölfe, die entweder als Jungtiere beobachtet oder genetisch nachgewiesen wurden. Im gleichen Zeitraum wurden 110 tote Wölfe erfasst, wobei viele Tiere infolge gesetzlicher Regulierungsmaßnahmen erlegt wurden. Weitere Todesursachen waren Verkehrsunfälle und Kämpfe zwischen den Wölfen. Diese Zahlen verdeutlichen, dass der Wolf nach seiner natürlichen Rückkehr in den 1990er Jahren eine stabile Population aufgebaut hat. Gleichzeitig zeigen sie, dass Regulierungsmaßnahmen bereits einen erheblichen Einfluss auf die Bestandesentwicklung haben. Gesetzliche Änderungen und präventive Abschüsse. Im Dezember 2022 hat das Parlament das Jagdschutzgesetz so angepasst, dass eine präventive Regulierung des Wolfsbestandes möglich wird. Seit dem September letzten Jahres dürfen Kantone Wölfe schießen lassen, bevor sie Schaden angerichtet haben, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Also, nebst viel anderem geht es da vor allem darum, dass wenn jetzt ein Wolf zum Beispiel die Scheu vor einem Mensch verliert oder wenn es halt so viel wird, dass man schon absehen kann, dass halt im Ökosystem ein Problem wird, dann darf geschossen werden. In der ersten Regulierungsperiode vom September 2024 bis Ende Januar 2025 bewilligte das Bundesamt für Umwelt BAFU den Abschuss von 125 Wölfen. Tatsächlich wurden nur 92 Tiere präventiv erlegt. Da frage ich mich jetzt, ob unsere Jäger einfach schlecht sind oder ob denn vor Ort doch nochmal spezifischer entschieden wird, welche Abschüsse jetzt wirklich nötig sind. Gut, ich würde mir jetzt auch denken, dass es einfach schwierig ist, um den vor Ort 100%ig sicherzustellen, ob es auch wirklich der Wolf von dem Rudel ist. Und dann finde ich es schon mal nicht schlecht, wenn halt auf den Abschuss verzichtet wird. Die neue Regulierungsperiode läuft vom 1. September 2025 bis zum 31. Januar 2026. Das BAFU teilte mit, dass 6 Kantone in diesem Herbst und Winter präventiv Wölfe schießen wollen. Bereits am 1. September 2025 waren Anträge für 32 Rudel hängig. 10 Gesuche wurden sofort gutgeheißen. Bei den meisten Rudeln sollen maximal 2/3 der im Jahr 2025 geborenen Jungtiere abgeschossen werden. Einzige Ausnahme bilden die Kantone Waadt und Wallis, die den vollständigen Abschuss einzelner Rudel beantragt haben. Zum Zeitpunkt der Recherche steht aber noch aus, ob das denn bewilligt wird oder nicht. Beispiel: Graubünden. Graubünden spielt in der aktuellen Regulierung eine zentrale Rolle. Gemäß kantonaler Mitteilung vom 27. August 2025 hat das BAFU dem Gesuch des Kantons zugestimmt, 6 Rudel proaktiv zu regulieren. In diesen Rudeln mit bestätigtem Nachwuchs dürfen bis zu 2/3 der 19 Welpen getötet werden. Ja, das macht irgendwie schon einen bizarren Eindruck, wenn man da so stark einstimmt für den Artenschutz auf der einen Seite und dann den Nachwuchs mit einer Prozentrechnung in einer Excel-Tabelle erlaubt oder eben nicht. Rudel, die wiederholt Herdenschutzmaßnahmen umgehen oder Rinder angreifen, können sogar vollständig entfernt werden. Diese zweite proaktive Regulierung gilt ebenfalls vom 1. September bis zum 31. Januar und soll laut dem kantonalen Amt für Jagd und Fischerei dazu beitragen, die Scheu der Wölfe zu erhöhen und Risse auf ein tragbares Maß zu begrenzen. Aber wenn es nur darum geht,
einen Wolf die Scheuche vor einem Mensch beizubringen. Wieso den erlegen? Schießt dem sich einfach einmal mit Gummischrot entgegen. Weisst, wie der nachher scheuch ist? Ich meine, wenn sie einfach allein ist, dann gibt es ja auch keine Überlebenden, die die Geschichte weiter erzählen. Wobei, okay, ja, so ein Wolf kann sich halt noch schlecht verarzten und darum ist es wahrscheinlich schon gescheiter, wenn man direkt allein, sonst, wenn er dann verletzt ist, noch viel unberechenbarer wird oder vom Rudel ausgestoßen wird oder dann halt über die nächsten 3 Wochen elendiglich verreckt, weil er nicht mehr säckeln und jagen. Okay, nein, zieh nicht zurück, habe ich nichts gesagt. Illegale Abschüsse. Der Fall Poschiavo, Graubünden. Neben den offiziellen Regulierungsmaßnahmen sorgt auch Wilderei für Schlagzeilen. Am Montag, dem 1. September 2025, wurde in der Val Poschiavo der Kadaver eines Wolfs entdeckt. Erste Untersuchungen ergaben, dass das männliche Tier durch eine Schusswunde tödlich verletzt wurde. Da in diesem Gebiet keine Abschussbewilligungen vorlagen, leitete die Kantonspolizei Graubünden gemeinsam mit der Wildhut eine Strafuntersuchung ein. Der Kadaver wurde für forensische und biologische Analysen an das Zentrum für Fisch- und Wildtiermedizin in Bern und für genetische Untersuchungen an das Laboratoire de Biologie de la Conservation in Lausanne geschickt. Ja, das ist dann halt die andere Seite. Wölfe sind halt gerade in der Schweiz eine geschützte Art. Also wenn es den findet, wo der Wolf geschossen hat, da wird dann kacke teuer für den. Die kantonale Staatskanzlei betonte, dass in der Val Poschiavo bis zum Zeitpunkt des Fundes keine Wölfe zum Abschuss freigegeben waren. Die Ermittler hoffen, mit den wissenschaftlichen Analysen Hinweise auf den Tathergang und die verantwortlichen Schützen zu erhalten. Der Fall verdeutlicht, wie polarisiert das Thema ist und dass manche Personen zu illegalen Mitteln greifen. CSI Poschiavo. Incoming. Der Wolf wird krasser ermittelt als bei so manchem Fall von Polizeigewalt, aber hey, ist ein anderes Thema. Ein anderes Kapitel im Wolfskomplex sind sogenannte Wolfshybriden. Ich habe mir das so geil vorgestellt, als ich es gelesen habe. So ein Cyberpunk-Wolf, so teils Maschine, Laserauge, so Gatling Gun in den Rücken hineingespleist. Aber nein, ist viel ernüchternder, es sind einfach Wölfe, die sich mit Hunden gekreuzt haben. Anfang September 2025 meldete der Kanton Tessin, dass mittels DNA-Proben in einem Wolfsrudel Hybriden nachgewiesen wurden. Die Jagdverordnung nicht einheimische Individuen und damit auch Hybriden als zu eliminierende Tiere einstuft, beschloss der Kanton, einen erwachsenen Wolfshybriden und 3 Jungtiere zu schießen. Warum gelten Wolfshybriden als Problem? Der Wildtierbiologe Gabriele Cozzi vom Amt für Jagd und Fischerei erklärt, dass sich Hunde in den letzten Jahrzehnten genetisch vom Wolf entfernt haben und bestimmte Gene nur noch beim Hund vorkommen. Um die genetische Reinheit der wildlebenden Wölfe zu erhalten, müssen Hybriden laut Gesetz eliminiert werden. Gut, erste Bünzli Sprache. Sorry, ja, aber Gelaber von Reinheit und Rassen ist halt immer ein bisschen schwierig und der Bullshit von rassistischem Durchfall haben wir jetzt auch wieder schnell zu. Ich will jetzt irgendwo dort hindern. Es sollte uns allen bewusst sein, wir reden hier von Artenschutz und nicht von Menschen. Cozzi hält es für wahrscheinlich, dass der Hybrid aus Italien kommt, wo bereits mehrere Wolf-Hund-Kreuzungen leben. Sein Verhalten unterscheidet sich kaum von dem eines normalen Wolfs. Theoretisch könnten Hybriden zwar etwas zutraulicher sein, doch Studien zeigen kaum Unterschiede. Er ergänzt, dass in der Schweiz wenig streunende Hunde existieren und daher kaum Hybriden entstehen. Der Bestand werde daher eher durch einzelne Tiere aus dem Ausland beeinflusst. Grrr, die bösen Ausländer klauen unsere Schafe. Hintergrund: Der Wolf als politisches Dauerthema. Die Wolfspopulation in der Schweiz ist das Ergebnis einer natürlichen Rückwanderung aus Italien und Frankreich in den 1990er Jahren. Der Schutzstatus gemäß der Berner Konvention aus dem Jahre 1979 mit der eidgenössischen Jagdgesetzgebung hinderte eine Bejagung lange Zeit. Mit wachsender Population häufen sich jedoch Konflikte. Vor allem Alpbauern beklagen gerissene Schafe und Ziegen, während Naturschutzorganisationen die Umsetzung von Herdenschutzmaßnahmen wie Elektrozäunen und Herdenschutzhunden betonen.
Und ich glaube, genau da entsteht der grösste Teil vom Konflikt. Wenn du als Bauer eines von deinen Tieren so verlierst, ist das wahrscheinlich nicht gerade der geilste Tag in deinem Leben. Aber ich muss halt auch sagen, dass ich jetzt nicht glaube, dass da eine komplette Traueraufbereitung wird stattfinden, wie jetzt das bei einem Haustier der Fall wäre. Und Entschädigungen gibt es vom Bund und den Kantonen ja auch. Eine geplante Revision des Jagdgesetzes, die den Kantonen schon 2020 mehr Spielraum für präventive Abschüsse gegeben hätte, wurde in einer Volksabstimmung knapp verworfen. Durch die 2022 beschlossene Änderung haben die Kantone nun doch weitgehende Möglichkeiten zur Regulierung, solange sie bestimmte Bedingungen, etwa die Beeinträchtigung der Bestandserhaltung, einhalten. Also können wir wohl sagen, dass sich die Debatte in den nächsten Jahren weiter zuspitzt. Einerseits erholt sich die Population immer mehr von der Ausrottung in der Schweiz, andererseits heisst das, dass man da mehr Regulierung aufbauen muss. Und dass halt Probleme im Zusammenleben mit dem Tier schon absehbar sind. Ich finde, die Lösung mit einer Entschädigung für Nutztiere ist schon mal nicht schlecht. Und dass sich dort Bauern beschweren, dass es halt nicht genug sei, da wird wahrscheinlich immer der Fall sein. Aber die Akzeptanz in der Bevölkerung scheint ja vollends da zu sein. Wobei illegale Abschüsse wie der Fall in Poschiavo zeigen, dass es auch mindestens einen gibt, der da halt anders sieht und den der Rechtsrahmen missachtet. Die Diskussion über Wolfshybride illustriert zudem, dass der Schutz vor der reinen Wolfsgenetik durchaus auch eine höhere Priorität hat als der von Mischformen. Ob das adaptiv angeleitete Wolfsmanagement tatsächlich langfristig zu einer konfliktarmen Koexistenz führt, wird sich erst in den nächsten Jahren zeigen. Wichtig ist halt einfach, dass die politischen Entscheidungen und Maßnahmen mit der wissenschaftlichen Erkenntnis auch übereinstimmen und die Anliegen der Landwirtschaft Gehör finden. Weil, seien wir mal ehrlich, die meisten Städter haben noch nie einen Wolf in freier Wildbahn gesehen. Ich zum Beispiel nur einmal, und das war im tiefsten Wallis. Eine Wolfsmutter mit ihren Welpen war dort auf dem Schulspielplatz und hat die Straße vor mir überquert. Ich bin ihr wahrscheinlich ein bisschen zu nahe gekommen und sie hat mir den fast die Autofront verrissen. Jedenfalls muss man da halt in einem sinnvollen Rahmen, vor allem mit den Betroffenen zusammen, Lösungen finden. Xi, Putin, Kim und Ueli Maurer. What the fuck? Am 3. September 2025 zelebrierte China in Peking den 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs. Staatschef Xi Jinping führte Zehntausende Soldaten und modernste Waffensysteme über den Tiananmen-Platz. Auch bekannt als Platz des himmlischen Friedens. Oder aber der Platz von mindestens 200 Studenten, die für mehr Demokratie demonstriert haben, vom eigenen Militär massakriert worden sind. Der chinesische Diktator sprach von einer Wahl zwischen Krieg und Frieden und wurde dabei flankiert von Leuten wie Russlands Präsident Wladimir Putin, Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un und anderen diktatorischen Machthabern. Was Taiwan zu der Rede gesagt hätte? Westliche Regierungschefs blieben der Machtdemonstration fern, doch ausgerechnet die Schweiz war vertreten durch den ehemaligen Bundesrat Ueli Maurer. Wackeln wir, der Trump ist dort gewesen. Wobei, nach deiner Parade wäre er noch ausgelacht worden. Dass man hier teilnimmt. Es sei ein Gedenktag und China habe die Schweiz nie drangsaliert und Neutralität bedeutete, mit allen zu reden. Also wenn es ein Zeichen von Respekt ist, so Gigokompensationen von Diktatoren besuchen, dann sollte man es vielleicht einfach sein lassen. Aber der Scheiß von wegen, ja, mit allen reden und so ist ja auch sehr beliebte Rhetorik bei Faschos. Und irgendwie frage ich mich jetzt, ist der Ueli dumm genug, um darauf hineinzugehen? Oder ist er einfach eine Person, die sich selber ganz gern dieser Rhetorik bedient? Maurer betonte, er sei privat unterwegs und habe den Bundesrat bewusst nicht informiert. In den Medien tauchte ein Gruppenfoto auf, das ihn zusammen mit Putin, Xi, Kim und dem belarussischen Diktator Alexander Lukaschenko zeigt. Privat. Und der Bundesrat bewusst nicht informiert. Fast als würde er wissen, dass es nichts mit beschissener Neutralität zu tun hat, wenn man den Rektaleingang von Diktatoren nutzt, um denen Honig ums Maul schmieren. Die Anwesenheit des SVP-Politikers löste in der Schweiz heftige Reaktionen aus. Der frühere Bundesrat Moritz Leuenberger warf Maurer vor, gegen die Interessen seines eigenen Landes zu handeln. Der ehemalige Bundespräsident Joseph Deiss kritisierte, in Peking würden Autokraten eine neue Weltordnung inszenieren und Maurer unterstütze das durch seine Teilnahme.
Punkt hat er ja irgendwie. Ex-Außenministerin Micheline Kalmire sah das differenzierter. Man sei nicht im Krieg mit China und es schade nicht, Beziehungen zu pflegen. Maurer entgegnete, der Respekt vor China verlange seine Präsenz und die Schweiz müsse offen bleiben. Frau Micheline Kalmire. Was zum Fick, wenn wir dort Beziehungen pflegen? Der Posten ist privat dort gewesen. Und wenn das wirklich privat sie wäre, wie soll das Beziehungen pflegen? Der Maurer kann sich da mit dem Respekt eigentlich auch gerade sonst wohin schieben. Autokraten verdienen diesen Respekt nicht. Und wenn es den Respekt gebütet, mit dem Putin, Kim Jong-un vor autokratischer Militärparade auf einem Platz, wo hunderte von Leuten, die für Freiheit demonstriert haben, vom eigenen Militär massakriert worden sind, abgelichtet zu werden, ja dann... Herzlichen Glückwunsch, Uli. Herzlichen Glückwunsch. Aber nur mal so ein Blick auf die anderen Gäste. Pezeshkian aus dem Iran wird halt hart kritisiert für die systemische Repression von seinem Land. Allein aus Myanmar, Putschgeneral und der Chef der Militärjunta dort, der seit 2021 das Land einfach mit brutaler Gewalt kontrolliert. Der Fukic aus Serbien, Fincho aus der Slowakei, bekannt für ihre autokratischen Bestrebungen und vielleicht auch ab und zu mal ein bisschen Einschränkungen von der Medienfreiheit. Wo haben wir denn sonst noch so gehabt? Ja, Gesso und Mnangagwa, jeweils aus dem Kongo und Zimbabwe. Ich glaube, wenn wir jetzt auch nicht groß thematisieren, was dort alles schief läuft. Und dass der Uli dort privat angeht und sich dem Propagandaspektakel hingibt, wirft echt Fragen zu seiner politischen Urteilsfähigkeit auf. Was zum Fick erwarten wir auch von einem SVPler Mitte 70? Referendum, Fixpreisfalle und Verdacht auf Volksverarschung. Die F-35-Debatte in der Schweiz. Die Schweiz steckt mitten in einem neuen Beschaffungsfiasko. 2020 stimmte die Stimmbevölkerung denkbar knapp für die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge. Damals versprach der Bundesrat, man werde 36 F-35A-Jets von Lockheed Martin zu einem fixen Maximalpreis von 6 Milliarden Franken kaufen. Also, das ist zumindest mal das, was 2018 versprochen worden ist. Aber wenn es bei dem geblieben wäre, dann müssten wir jetzt nicht Sendezeit für den küdercatchenden Jahre Gagel verschwenden, sondern könnten uns eine geile Feel-Good-Story von Ferienlager mit finanziell schwachen Familien und Flüchtlingen zur Integrationshilfe reinziehen. Aber nein, die Quacklis im Bundesrat haben euch das versaut. Beschweren könnt ihr euch gerne bei info@admin.ch oder per Brief an die Schweizerische Bundeskanzlei, Bundeshaus West, 3003 Bern. Inzwischen droht die Rechnung zu explodieren. Die USA haben der Schweiz eröffnet, dass die Preisbindung ein Missverständnis sei und dass die Kosten wegen steigender Rohstoffpreise, Inflation und neuen US-Zöllen um rund 650 Millionen bis 1,3 Milliarden Franken höher liegen könnten. Die Verteidigungsministerin deutete bereits an, man könnte den Preis von 6 Milliarden halten, indem man einfach weniger Flugzeuge bestellt. Wie dumm muss man sein? Frau Amherd. 6 Milliarden bis 36 Jets. Das sind etwas mehr als 160 Millionen pro Flüger. Wenn wir jetzt verschissene 30 von diesen Panzertuben nehmen und trotzdem 6 Milliarden zahlen, sind wir genau gleich über den Tisch gezogen worden. Der Streit offenbart, wie man den Bürgerinnen und Bürgern einen eigentlich teuren Kauf schmackhaft macht. Zunächst wird ein günstiger Lockvogelpreis angepriesen. Versteht? Vogel will Flugis. Ja, ich verliere da meinen Verstand und das ist erst Video 1, da habe ich mir jetzt wöchentlich aufgehalst. Bitte schenken mir ein bisschen Internet-Dopamin mit einem Like und abonniert, um nicht zu verpassen, wie ich da komplett am Wahnsinn verfallen werde. Später kommen dann die versteckten Kosten. Und da frage ich mich irgendwie auch so ein bisschen, ist das jetzt schon Trap-Pricing? Ich meine, für uns Normalsterblichen wäre das aus gutem Grund verboten, aber unter Staatsmännern haben wir doch, oder? Oder sehe ich da falsch? Ich sehe da falsch. Bei den F-35 Jets zeigt sich nun, dass der angebliche Fixpreis eine verlogene Zahlenspielerei war.
Der Schweizerische Rechnungshof stellte bereits 2021 fest, es gebe keine Rechtssicherheit für einen Fixpreis. Aber wie so oft in der Politik hat man halt Expertenmeinungen auch da eher als Serviervorschlag auf die Fertignudeln abtun. Wie es zur Abstimmungsfalle kam. Die Volksabstimmung vom 27. September 2020 war extrem umstritten. Die Vorlage wurde mit einem Vorsprung von gerade mal 8.670 Stimmen angenommen. 50,1% stimmten Ja. Das bei einer Beteiligung von nicht einmal 60% ist schon sauknapp. Und da soll nochmal einer behaupten, dass es Stimme nicht weiterzählt. Im offiziellen Abstimmungsbüchlein stand, die Kosten dürfen 6 Milliarden Franken nicht überschreiten. Dieses Versprechen war entscheidend. Laut dem Auswahlverfahren erhielt die F-35 nur wegen des tiefen Preises den Zuschlag. Hätte man die heute erwarteten Mehrkosten einberechnet, wären andere Jets in der Bewertung nach vorne gegangen. Also sind wir da von den Amis klar beschissen worden. Also nicht von den Amis per se, aber der amtierende Diktator hat halt auch da drin geschissen. Und ich würde Hund und Hof darauf verwetten, dass der Taco möchte gern König auch da zurückzieht, so wie er es bei Minderjährigen halt gescheiter auch gemacht hätte. Und sich den einfach auf den Rücken legt, um seine Wampe in einer erbärmlichen Geste von der Unterwürfigkeit zu präsentieren. Wenn man ihm doch nur mal ein bisschen die Stirn würde bieten. Aber unser Bundesrat versteht halt nicht, dass Neutralität nicht heisst, jedem scheiß Golfplatzautokrat müsse die Rosette sauber lecken, nachdem er sich wieder mal eingeschossen hat. Zudem ist der ausschlaggebende Punkt für die F-35 ja gewesen, dass sie günstiger soll sein als alle anderen Kanonenschwalben, und das ist sie jetzt schließlich auch nicht mehr. Heute ist klar, der angebliche Fixpreis von 6 Milliarden hält nicht. Durch steigende Material- und Lohnkosten sowie die unter Donald Trump eingeführten Zölle dürfte das Geschäft 650 Millionen bis 1,3 Milliarden Schweizer Franken teurer werden. Die Gesamtkosten lägen also bei 6,7 bis 7,3 Milliarden Schweizer Franken. Gleichzeitig droht Washington der Schweiz mit 39% Strafzoll auf Aluminium und andere Exporte. Die Botschaft ist klar: Wer US-Kampfjets will, muss auch US-Politinteressen akzeptieren. 650 Millionen bis 1,3 Milliarden ist schon auch so eine Range, wo halt einfach irgendwie zeigt, wie am Arsch die Wirtschaft über einen grossen Teich eigentlich ist. Wird halt ein bisschen teurer und wie viel man zuerst auswürfeln, oder wie? Autokratischer Bundesrat, populistischer Blick auf die Fakten. Die Empörung ist groß. Eine Tamedia-Umfrage vom April 2025 ergab, dass 2/3 der Befragten die F-35 am liebsten gar nicht mehr kaufen wollen. Die Allianz Stopp F-35, getragen von SP, Grünen und GSOA, sammelte mehr als 42.000 Unterschriften, um den Kauf zu stoppen. Also sind mittlerweile rund 2/3 vom Volk dagegen, sogar irgendwas um die 80% in der Romandie. Und eben, Taco, Trump always chickens out. Ein bisschen Druck und der rollt sich auf den Rücken zum Wampen entblößen. Trotzdem hält der Bundesrat eisern am Deal fest. Er verhandelt zwar mit den USA, doch er schließt weder eine Reduktion der bestellten Jets noch eine Übernahme der Mehrkosten aus. Für viele wirkt das wie eine autokratische Abkehr vom Volkswillen. Die Situation erinnert an das Heiratsstrafe-Desaster. 2016 stimmte das Volk über eine CVP, heute Mitte-Initiative ab, die die steuerliche Benachteiligung verheirateter Paare beseitigen wollte. Damals erklärte der Bundesrat im Abstimmungsbüchlein, nur rund 80.000 Doppelverdienerpaare seien betroffen. Später stellte sich heraus, dass es in etwa 454.000 Paare waren. Also, der Bundesgerichtshof hat die Abstimmung dort mal annulliert, weil die falsche Zahl das Recht auf eine freie Willensbildung verletzt hat. Wenn eine irreführende Zahl im Abstimmungsbüchlein zur Annullierung führt, wieso soll das bei der F-35-Abstimmung anders sein? Dort ist ein Fixpreis versprochen worden, aber eben nicht so, wie wir das denken. Der Fixpreis sagt halt einfach 6 Milliarden und nicht mehr. Aber mit dieser Textgebung kann der Bundesrat theoretisch auch einfach alles für eine einzelne Kerosin ganz verschleudern. Annullieren ist also schwer, weil nach dem Wahlbüchlein ist ja noch alles so, wie wir damals darüber abgestimmt haben. Aber ich finde, eine Reevaluierung ist das Mindeste, was da noch kommen muss. Staatsverträge kann man schließlich nicht einklagen. Und wenn sich die Amis nicht daran halten, wieso sollen denn wir?
Die Schweiz steht mit ihren Problemen nicht allein. Weltweit reagieren Regierungen auf die aggressive Handelspolitik der USA unter Donald Trump. Spanien hat den F-35 Anfang August 2025 explizit ausgeschlossen und prüft stattdessen den Eurofighter oder das europäische Future Combat Air System. Trump antwortete mit der Drohung zusätzlicher Zölle. Ja, da sieht man halt, sein höchster Bildungsabschluss ist anscheinend Geflenne an irgendeiner containerbasierten Akademie. Die Zölle werden auch nicht durchgezogen. Ich meine, oder selbst wenn, wird es wahrscheinlich nur wieder so sagen, dass er sich in seiner Verwirrung selber wehtun wird. Kanada hat seinen Auftrag über 88 F-35 geprüft und lässt offen, ob es weitere Jets kauft, nachdem Trump hohe Zölle ankündigte. Viele Länder meiden das F-35-Projekt wegen seiner Kostenexplosionen und politischen Abhängigkeiten. Die F-35 gilt als finanzieller Albtraum. Länder wie Norwegen, Dänemark und Kanada mussten ihre Verteidigungsbudgets bereits massiv aufstocken, alleine um die teuren Wartungsverträge zu erfüllen. Also, politisch betrachtet ist der Blechadler-Deal halt der einzige Abfolg von Täuschungen einem Bundesrat, der noch schlechter wirtschaftet als der Trump persönlich, und politische Ignoranz. Der Bundesrat hat es Schnäppli versprochen, während er in Wirklichkeit einen Vertrag unterschrieben hat, wo gar keinen rechtlich bindenden Fixpreis bedeutet. Jetzt will man den Zukauf einfach reduzieren, damit die 6 Milliarden eingehalten werden. Weniger Jets für den gleichen Preis. Gleichzeitig ignoriert der Bundesrat Umfragen, Proteste, Petitionen. Ich meine, der Fall Heiratsstrafe hat es gezeigt. Wenn das Stimmvolk aufgrund von falschen Informationen abstimmt, muss die Abstimmung annulliert werden. Heute wissen wir, dass die Kosten für den Hurenbombenstarch um Hunderte von Millionen steigen. Und die ursprüngliche Preisbindung war eine Illusion gewesen. Mindestens 2/3 der Bevölkerung lehnen den Kauf mittlerweile unter diesen Umständen ab und es wäre demokratisch konsequent, die Beschaffung zu stoppen und das Volk auf Basis von korrekten und vollständigen Informationen erneut entscheiden zu lassen. Ja. Legt verschluckt, Alter. Amputieren der Chance sagt das. So, was Katze ist am Ruhigen nennen, ist unglaublich. Den habe ich schon mal, der ist ein Scheissatz. Ich schwör, Walliser erschießen. Fuck. Puh, Mann, First Take.